Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Sonntag. Ihr kriegt heute Mittag, 15 Uhr, ein Video als Goodie. Das besteht aus Neunerlegungen. Ich nenne es unter der Lupe. Das heißt, ich gucke mir 4 verschiedene Themen für jetzt genau an. Liebe, Beruf, Berufung, Finanzen, Leben. Und die Zeitstempel sind im Video drin. Das heißt, du kannst natürlich auch nur diesen Bereich angucken, der dich interessiert. So, jetzt machen wir heute Morgen mal eine fürs Kollektiv. Und schauen, welche Botschaft hier für uns heute rauskommt. Ja, irgendwie geht es hier ein bisschen um ein seelisches Hoch. Wir überlegen uns vielleicht, was kann ich tun, um dass meine Seele sich erquickt fühlt, erfüllt fühlt. Was brauche ich vielleicht auch noch vom Außen und was nicht? Also das heißt, wo brauche ich eine Bewegung? Wo fehlt mir irgendetwas? Wo muss ich was investieren? Also das ist so eine 50-50-Sache, ne? Die einen, die sind gar nicht vom Außen abhängig. Die fühlen sich mit sich selber wohl. Bei denen kann auch draußen oder um sie herum passieren, was will. Die sind einfach so auf einem guten Boden. Manche lassen sich sehr leicht umwerfen, wenn irgendwas ist. Das ist auch so ein Übungsprozess im Leben. Früher war das bei mir ganz schlimm. Da habe ich immer ja, vom Außen oder von Sachen, die ich nicht kontrollieren konnte, mein ganzes Sicherheitsleben auf den Kopf stellen lassen. Oder sprichwörtlich hat mir schnell was den Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist heute nicht mehr so. Und da bin ich sehr froh drum. Aber das ist natürlich auch ein Übungsprozess. Es geht auch ein bisschen darum, was zeige ich von mir, von meinem seelischen Gerüst nach außen. Was mache ich mit mir ab? Wo brauche ich vielleicht auch so ein bisschen mehr Sicherheit für mich, ne? Wo habe ich das Gefühl, ich stehe noch nicht gut auf dem Boden? Und am Ende ist es auch so ein Ding, wie kann ich diesen Kreislauf beenden zwischen ich stehe ganz gut, aber dann fällt meine Welt halt wieder um. Also so Bewegung, Nicht-Bewegung, kommen und gehen, hin und her, auf und ab. Und was kann ich persönlich damit anfangen, mir dieses Gefühl von ich stehe hier und ich bin gut geerdet und ich versuche mit allem gut klarzukommen, ist natürlich auch so ein Ding, ne? Was passiert genau. Hier sind es so trennende Elemente oder Blockaden oder Hindernisse, die immer wieder für so ein leichtes Umkippen sorgen. Ja, und es geht einfach darum, so viel wie möglich gute Energie in den eigenen, ja, in den eigenen ist falsch, in das seelische Gerüst zu geben. Ein anderes Szenario kann hier sein, dass irgendwelche Gelder am Anrollen sind, die uns irgendwie Erleichterung bringen. Oder dass wir ein Finanzthema, das uns längere Zeit beschäftigt hat, in den Flow bringen, dass sich ein Gefühl der Sicherheit einstellt. Hier kann man auch Dinge weglassen oder ja, auch sagen, hier, dem entledige ich mich mal. Und
es kann hier natürlich auch die Sorge um das Thema Geld sein, ne? Wie gefüllt ist mein Konto? Wie geht es mir, wenn ich das Gefühl habe, mir reicht es nicht? So ein Szenario kann das hier sein. Also wie wirkt sich das Versorgtsein, das Finanzielle auf mein seelisches Gerüst aus? Bin ich im Vertrauen oder im Gefühl der Sicherheit, wenn ich vielleicht gerade das Gefühl habe, mir rinnt das Geld zwischen den Fingern durch? Natürlich haben wir das Außen dabei, da können wir alle ein Lied davon singen. Und das Thema ist mit Unabhängigkeit, ne? Man hat hier, ja klar, du kannst auch vom Außen abhängig sein, ne? Mit was steht und fällt deine Welt. Und diese Legung sagt, es geht darum, in diesen Bereichen unantastbarer zu werden. Wobei das schon auch eine schwierige Aufgabe ist. Ich kann das Gefühl öfters mal länger halten, aber es geht dann auch zurück, ne? Hier ist so ein Pendant, das hatte ich vorher schon gesagt, ne? Vorwärts und rückwärts, Fahrt aufnehmen und stoppen, Verbundenheit und Unabhängigkeit, ne? Irgendwie fühlt sich vielleicht etwas auch dazwischen an und die Karten sagen hier, nimm dich hier mal mehr raus, bleib locker. Natürlich kann man das auch nicht immer, aber es ist vielleicht auch ein bisschen eine Lernaufgabe für den einen oder anderen. Wenn man sehr feinfühlig ist zum Beispiel und du kannst sehr schnell Schwingungen auffangen von anderen, hatte ich es auch schon oft, dass mir andere die Laune verdorben haben, ne? Ich war relativ gut gestimmt, mir ging es gut und dann kommst du irgendwo hin und spürst so irgendwie so Bad Vibes und zack, ne, bist du auch dabei. Und genau um das geht es, dass man da mehr in sich ist und gesattelter. Die wünscht dir was Energie, kommt hier rausgeschossen. Vielleicht mag man hier auch mal wieder ein bisschen probieren, dem Universum abzugeben, sich etwas zu wünschen, zu gucken, wie sich etwas verwirklichen kann. Möglicherweise wünscht sich der ein oder andere tatsächlich auch, dass er einfach in sich selbst mehr geerdet steht, ne? Ich sage jetzt mal, geerdet ist das falsche Wort, aber besser gesattelt ist irgendwie. Und wir haben hier noch die Seelenpartnerbeziehung, ne? Auch da gibt es wieder Themen, die können ja gespiegelt werden. Wie verbunden bin ich mit jemand und bleibe so unabhängig wie möglich? Wie kriege ich das gebacken? Wir haben hier auch den Herren dabei, ne? Möglicherweise ist man hier von der guten Energie des Gegenübers abhängig. Vielleicht auch von der finanziellen. Und wir haben hier noch erlaube dir zu empfangen. Also es geht auch ums Annehmen von solchen Dingen, vielleicht auch von den beiden Teilen in uns. Der eine gibt, der andere nimmt, auch dieses Pendant, wobei beides ohneinander ja auch nicht geht, ne? Okay. Was sagen die Vögelchen noch dazu? Die Zwergohreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz bei dir an, setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst und sprich deine Wahrheit aus. Das passt unglaublich gut. Denn manchmal ist es in sich selber ankommen, trotzdem außen alles Mögliche passiert, echt eine Meisteraufgabe. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Denkt dran, heute Mittag kommt dann die Lupe, wo ich mir die einzelnen Bereiche, so wie hier, genauer angucke.
Bis dahin einen schönen Tag und bis bald.